Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Gaming Dragon und zu einem weiteren Part von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Im letzten Teil haben wir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich absolut keinen Plan mehr habe, was jetzt als nächstes ansteht. Ich glaube, wir waren dabei, Spuren auszuwerten zum aktuellen Fall 4 und da schauen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Nett. So, Fall fortfahren. Die Affäre von Abby Grace. Scheiß Mikro. Kack Mikro. Nase juckt. Wir untersuchen weiter. My analysis table. It is useful for my work. Oh, Mikro. So, kurze technische Änderung hier, damit der Ton nicht so abspackt. So. Sorry. Technisches Beheben hier. Wir sind nun mal zurück in der Baker Street, wie es so ausschaut. Dort habe ich wohl das letzte Mal... Have you found something interesting? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt eigentlich tun soll. Untersuche den Mord von Abby Grace. Da habe ich ziemlich viel alles erledigt. Damit habe ich wohl oder übel mal ein kleines Problem. Da ich wohl oder übel keinen Plan habe. Wurde von den Besuch getötet, so. Auch hier scheint es mir so, als den Siemannsknoten verknotet. Nette Nachbarschaft. Aber es bringt mich jetzt trotzdem nicht weiter. Und wie gesagt, ich habe momentan absolut keine Idee, was noch hier zu tun wäre. My archive. I can always consult with it, if needed. Vielleicht nochmal zurück zum Tatort. Der Skandal in der High Society, er bemüht Greg Bentcliff aufgefunden. So. Oh, das war der letzte Fall. Das war eine Nachricht frei nach dem Motto vom letzten. This is where I keep my post. Das war halt so quasi so ein bisschen vom letzten Fall noch. Dann fahren wir mal hier nochmal zurückfahren zu
zum Tatort quasi und wir werden versuchen, mehr herauszufinden. Lord Brigham Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Da ist mal der Lestrade noch. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Er redet auch nichts mit mir. Da sind noch die beiden. Frühe Gewaltausbrüche. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she had to pay for it if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Die Arme. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zum Schlussfolgern. So. Aus Australien zurückgezogenes Leben. So, wir haben also jetzt wieder ein bisschen geschlussfolgert. Keine bekannte Lady in Beaconsfield heiratete Sir Eustace kurz nach der Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Dienstmarkt-Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Lady Beaconsfield kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Da könnten wir sie mal... Moment, da hat sich jetzt quasi eine neue Ding ergeben. Besuch eines Seemanns. Die Person, die Tatnacht zu Besuch von Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich Seemann. Okay, wir haben auf jeden Fall quasi eine Schlussfolgerung zusammen, die uns quasi so ein bisschen weiterbringt. Suche nach dem möglichen tatverdächtigen Seemann. Gut, reden wir nochmal mit ihr. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Lestrade. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Okay, jetzt haben wir halt die Spur. Das heißt, dass wir zurück in die Baker Street fahren müssen, um dort wahrscheinlich Näheres mehr anzugucken. Wahrscheinlich so. What should we do next, Holmes? Wir werden auf jeden Fall nicht die Nachbarin beklotzen. Aber ich habe jetzt momentan auch keinen wirklichen... A map of London and the surrounding area. It could be useful.
Der Analysetisch bringt mir jetzt nichts. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Wie war es mit den Notizen? Sieht aus so. Ein Brief des Inspektors. Dann. So, die Times. Wie kann ich herausfinden, nochmal, wenn das kann, nein, nicht so. Fotografienotiz, Rock of Gibraltar, 1893. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search must be focused upon my search. Wir haben 1893. Das heißt hier ungefähr. Und wir brauchen das Schiff, der Rock of Gibraltar. Das klingt schon mal ganz gut. Die Rock of Gibraltar, das Frachtschiff der Reederei, hat Taylor's House von London Linie, Accurate Building James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, eine Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerk in Australien besitzt. Diese wunderliche junge Dame ist mit Sir Austin Beaconsfield verlobt, einen der verbliebenen Gentlemen in Kent. Here it is. So. Für Wiggins. Ja, das werden wir auch gleich machen. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ja, wir werden mal wieder unseren Spezialisten fragen. Und Wiggins rufen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins.
Tja. So, wir werden das This Namensregister list mal shows the suchen. senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Gut, also. Das wird jetzt auf jeden Fall richtig schön schwierig. Also. Hier ist, soweit ich weiß, keiner drauf. Nächste Seite. Da ist This er. officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay. Sehen wir mal. Haben wir keinen. Bitte mal weiter. So, den Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Okay. Haben wir, also den Jack wissen wir, also Charles Chill. Charles, haben wir da irgendwo? Oh nein, Ernest. An Ernest haben wir da auch nicht. Und dann Thomas haben wir nicht. Dann Herbert. Haben wir auch nicht. Gehen wir weiter suchen. Also wir haben da einen Thomas This Walker. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Weggestrichen. Und dann Herbert This Willington. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Gut, wir haben dann noch einen Charles, den wir auch hier nicht finden. An Herr Henry, den wir da auch nicht finden. Und an den Ernest. So, da haben wir wieder einen Ernest. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Und gleich darüber This der officer Typ. is still at sea, therefore he cannot be involved. Und wir brauchen noch den Charles wie Chill. Da haben wir ihn. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Damit haben wir eine weitere Spur gefunden. Bestellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. So, This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. so. Da ist er ja schon. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes.
Einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Aber zuerst schauen wir uns natürlich wieder mal an, wem ich da gegenüberstehe. Karapolik, ehrlich, okay. Kräftiger Körperbau. Zeitungstinte. Saubere Stiefel. Wo ist das letzte Teil? Da ist es. So, nach der Lady You are fragen. acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Silberbesteck, alte Verletzung. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. So. Captain Crocker und hat eine Crockers Aussage. Crocker lügt, seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte,
dass ich nach ihm suche. Er deutet auf seine Schuld hin. Crockers Alibi. Captain Crocker war in der Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Das würde ich sagen. Der Captain ist der Täter. Der Captain ist der Täter. Sir Adrians wurde im Besonderen getötet, die er besucht war. Er ist größenwahnsinnig und ein wenig sowie hochrangigen Seemann. Keine Gnade für Kokentat wurde Notwehr begangen. Jack Crocker wollte jeglich eine Frau von den gewaltigen... Gut. Captain Crocker war ein Mörder, ein Komplize, Lady Brackenstall Rechenschaft ziehen. In der Tat Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau, einen gewaltigen, trunkensichtigen Mann beschützen. Der Fall war damit gelöst, aber sie werden die Details behalten. Was machen wir? Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal, ich werde ihm keine Gnade geben, aus. Ja. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Wow, sehr theatralisch. Komm. Und kein Mord. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess.
Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Tja, meine lieben Freunde, das war es. Und ja, so wie es aussieht, ich habe es tatsächlich geschafft, den Fall perfekt abzuschließen. Tja, das finde ich persönlich natürlich ganz, ganz, ganz toll. Und wir sehen uns auf meiner professorischen Endcard. Tja, meine lieben Freunde, das war's für heute. Für Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich um einen Daumen rauf und ein Abo freuen. Was als nächstes ansteht, ist der Elder Scrolls Online mit dem lieben Lunk zusammen. Und ja, weitere Episoden werden folgen. Unten in der Videobeschreibung natürlich alle Links zu meinen bisherigen Let's Plays und auch zu den abgeschlossenen. Mein Freund, der liebe Lunk, steht auch unten zu seinem Kanal, der auch Let's Plays hochlädt, und ich freue mich sehr auf euch, freue mich auf die nächsten Parts und verbleibe euer Gaming Dragon mit einem heißen Feurio.